Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie man ganz entspannt den Titan Turtok mit Gastrodon spielen könnt. Ja, das ist wirklich eine ultra einfache Taktik. Ich werde erstmal zeigen, wie das Ganze jetzt abläuft, wie wir wie Turtok besiegen und am Ende auch nochmal, wie ihr das Gastrodon vorbereiten müsst, weil das ist auch nochmal ganz wichtig, wenn man da auf gewisse Kleinigkeiten achten muss. Man kann im Vorfeld schon mal sagen, wenn ihr Teammates, also NPCs, also wenn ihr Solo spielt, NPCs ist der beste so gesehen Wambits, weil Wambits spielt Lichtschild, dann bekommt ihr noch weniger Schaden. Oder auch Gardevoir, der euch jede Runde ein bisschen heilt oder alle paar Runden mit Lebenstropfen ein bisschen heilt. Das sind auf jeden Fall die Pokémon, die die besten Buddies sind. Aber habe ich beide jetzt nicht hier, weil geht auch ohne. So, wir starten die allererste Runde mit Amnesie. Dass wir halt wirklich noch ein bisschen weniger Schaden bekommen, aber es reicht eigentlich einmal Amnesie zu spielen. Ihr könntet rein theoretisch auch ein zweites Mal Amnesie spielen, dann würdet ihr noch weniger Damage bekommen, man würde wahrscheinlich die ganze Zeit einfach durchspielen können. Das kann ich euch auch mal ganz genau zeigen. Es würde aber auch wieder auch mit einmal Amnesie gehen. So, ab und zu setzt Turtok auch Hydropumpe ein, was ganz gut ist, weil wir dadurch halt wirklich wenig Schaden bekommen. So, das heißt, wir waren jetzt hier zweimal Amnesie. Und ab dem Zeitpunkt ist eigentlich der Kampf vom Schaden bekommen her eigentlich für uns vorbei. Bin ich ganz ehrlich. Ihr werdet sehen, er macht jetzt Lichtkanone und das ist ein kleiner Witz. Also, wow. Also es waren nicht einmal 10 Schaden. Es waren das gerade eben 8 Schaden bekommen, ja. Und wir können jetzt einfach im Endeffekt die komplette Zeit mit ein bisschen Glück sogar noch seine Verteidigung senken. So, jetzt werden wir weiter angreifen. Das macht ja mal Aura-Sphäre, aber auch hier seht ihr, wow, nicht mal 20 Schaden. Wir hauen jetzt die Erdkräfte durch. Es gibt natürlich noch ein paar Faktoren, auf die man achten muss, weil der Kampf ist im Endeffekt am Anfang relativ, ich sage jetzt mal, leicht. Der schwierige Part fängt eigentlich erst nach seinem Schild an, muss man wirklich sagen. Da fängt das Ganze an, ein bisschen schwerer zu werden. Aber ihr seht, wenn wir jetzt hier in dieser Phase haben wir gar kein Problem und können schön die ganze Zeit einfach Erdkräfte spielen, bis wir halt Terra kristallisieren. Dann gehen wir auf den Terra-Typ Boden und spielen dann im Endeffekt einfach weiter hier Erdkräfte, weil wir wollen ja den maximalen Schaden auf jeden Fall auf ihn drauf machen. Das Ganze können wir auch im Team spielen natürlich, also auch eine Taktik, die man Battle Online spielen kann, die ihr mit Freunden spielen könnt. Das funktioniert natürlich auch mit Gastrodon, dass man sagt, okay, man spielt aber mit mehreren Leuten, weil es eigentlich als Taktik auch da gut funktioniert. So machen wir hier Lichtkanone, zack. Und jetzt machen wir weiter Erdkräfte. Ihr seht vom Schaden, natürlich wird es jetzt ein bisschen besser, weil jetzt sind wir ja selber Terra kristallisiert. Und ihr seht, wir hauen jetzt eigentlich ganz guten Schaden raus. Jetzt dürfte eigentlich in der nächsten Runde theoretisch das Schild vielleicht sogar schon weg sein. Ja, guck mal, vielleicht mit ein bisschen Glück ist das Schild sogar schon weg. Nee, bleibt knapp übrig. Ihr seht, wir haben nicht mal 100. Er macht Hausbruch. Normal macht der Hausbruch eigentlich erst, wenn das Schild weg ist. Oh, ist das Schild schon weggegangen? Ist es oben noch optisch da? Guck, sehen wir mal gleich. Weil normal kommt Hausbruch erst, nachdem das Schild weg ist. Gucken wir mal. Seine ganzen Werte steigen. Die Verteidigung ist gesunken. Er hat schon alle negativen Effekte befreit. Nö, er hat noch Schild, okay. Jetzt macht er halt ein bisschen mehr Damage. Ihr werdet aber sehen, das ist jetzt, ja, durch zweimal Amnesie ist es wirklich nicht der Rede wert. Also wir reden hier von, ja, immer noch wenig Schaden. Jetzt ist das Schild auf jeden Fall weg. Das Gute ist, er bekommt auch ein bisschen mehr Damage, weil jetzt seine Verteidigung ein bisschen niedriger ist. So, jetzt haben wir weiter hier Erdkräfte drauf. Ihr wisst ja, nachdem das Schild weg ist, habt ihr mal eine Free-Runde. Das heißt, ihr könnt hier nochmal ein bisschen Damage machen. So, zack. Hauen auf jeden Fall drauf. Die Verteidigung von Turtok sinkt, aber das ist eigentlich eher relativ uninteressant, weil er resettet sich relativ oft. Also seine Verteidigung senken macht nicht so viel Sinn. Deswegen ist auch Säurespeier so semi-produktiv, wenn man zum Beispiel einen Suolord mit ins Team nehmen würde, weil er resettet sich sehr oft. So, wir spielen weiter Erdkräfte. Und jetzt hat er nicht, weil schon wieder resettet. Ja, das hat er eben gerade erst gemacht, macht er schon wieder. Jetzt kommt Regentanz. Ab jetzt würde ja seine Hydropumpe sehr, sehr stark werden, was bei vielen Setups für mich so ein bisschen der Kill war. Ich wollte zum Beispiel Lucario spielen und Lucario ging leider nicht, weil ab dieser Phase hier bekommt man übelst auf den Sack durch Hydropumpe. Aber Hydropumpe kann uns ja nichts, dadurch, dass wir ja im Endeffekt ein Gastrodon sind. Und ihr seht, wie man jetzt weiter gut Damage. Jetzt wird er gleich unsere Werte resetten. Kurz zum Schluss, genau, macht er den Reset bei uns. Das heißt, unsere Amnesie ist jetzt weg. Jetzt könntet ihr überlegen zu sagen, ihr spielt jetzt nochmal Amnesie, einfach um euch ein bisschen wieder zu verteidigen. Das könnte man jetzt zum Beispiel machen. Wir sagen, wir gehen auf Nummer sicher. Er macht jetzt Hydropumpe, weil natürlich Regentanz draußen ist und es trifft uns jetzt diese Runde, weil ja im Endeffekt unser Schild weg ist. Ja, das ist ganz wichtig. Da muss man auf jeden Fall gucken, dass man da ein bisschen aufpasst. So.
was rein theoretisch nicht schlimm ist. Ja, ich werde euch mal gleich was zeigen, was man einsetzen könnte, um das Ganze so ein bisschen zu überleben. Aber wenn ihr sterben solltet, ja, wäre das rein theoretisch so gesehen nicht schlimm. Ihr könntet einfach weiter auf Erdkräfte gehen. Das ist jetzt eine Lichtkanone. So, zack. Ihr seht, es macht trotz dessen, dass wir keine Amnesie draußen haben, macht das so viel gar keinen Schaden. So, unsere Verteidigung ist sogar noch gesunken. Jetzt machen wir weiter hier Erdkräfte. Und ihr seht, wir können ihn auch rein schon auch so runterspielen. So, wir kommen wieder einen Sturmsog ab. Unser Angriff steigt. Also Turtok pusht uns ja auch, ja. Also das ist ja wirklich nicht schwer. Er macht wieder Lichtkanone. So, zack. Ja, Damage ist halt echt, Turtok ist echt schwach, komischerweise. Also gerade gegen Gastrodon ist das wirklich, wo man sagen muss, wow, guck mal, wir spielen gerade nicht Terra kristallisiert in der Endphase und hauen ihn jetzt einfach hier komplett weg. Also das ist wirklich krass. Da macht jetzt Lichtkanone. So, zack. Damage auf uns drauf ist, ja, wir brauchen nicht mal Muschelglock oder so. Wir können wirklich einfach so das spielen. Und ihr seht, in der nächsten Runde ist er auf jeden Fall down. So, Verteidigung sinkt sogar noch. Nochmal zu unserem Guten. Der macht Eisenabwehr, kann er ja gern machen. So, kann nicht weiter erhöht werden. Jo, ist ganz cool. Und jetzt machen wir unseren letzten Mal Erdkräfte. Und er geht auf jeden Fall jetzt down, ja. Er macht nochmal Lichtkanone und jetzt gehen wir. Geht er down, oder? Ja, komm, hau ihn weg, hau ihn weg. Die Verteidigung, guck mal, unsere sinkt sogar weiter, die Verteidigung. Und zack, da ist er down. Ihr seht, obwohl wir einmal gestorben sind, obwohl wir nur einen Gastrodon spielen, war der ultra entspannt. Das war an keinem Zeitpunkt irgendwo mal kritisch, ja, muss man sagen. Warum wir jetzt gestorben sind? Ganz einfach, weil natürlich das ja unsere Werte resettet, unsere Fähigkeit deaktiviert. Und wir dadurch halt im Endeffekt durch Hydropumpe halt Schaden bekommen. Ihr seht, Loot ist eigentlich ganz okay. Und jetzt will ich euch mal ganz kurz zeigen, wie man das Gastrodon vorbereitet. Vielleicht mal ganz wichtig zu erwähnen, Leute, wo ich jetzt gerade gestorben bin, am Ende, wo er meine Werte resettet hat. Ihr sterbt so gesehen nicht immer. Wenn ihr eure Werte resettet und die Fähigkeit deaktiviert, setzt er auch nicht immer Hydropumpe ein. Manchmal setzt er Aurasphäre ein und dann würdet ihr zum Beispiel nicht sterben. Aber ich habe ja gerade in dem Try so gesehen mal gezeigt, wie es aussieht, wenn man sterben würde, dass man trotzdem es noch schafft. Ja. Wie habe ich es vorbereitet? Gastrodon mit dem Terra-Type Boden, mit Metronom, weil wir eigentlich keine Muschellocke brauchen. Lieber jede Runde mehr Damage mit Erdkräfte, ist mir lieber als Muschelglocke. Moveset-mäßig braucht man eigentlich nur Genesung, Erdkräfte und Amnesie. Ich habe jetzt die Legator mal reingenommen, einfach um zu gucken, ob man damit vielleicht diese Werte-Reset-Phase überstehen kann. Es lohnt sich eigentlich nicht, ja, ganz wichtig. Also ich würde sagen, die 3 Attacken reichen euch komplett aus. Nehmt lieber einen K.O. mit in Kauf und danach greift ihr einfach weiter mit Erdkräften. Also das ist auf jeden Fall entspannt. Ganz wichtig ist hier auf jeden Fall die Fähigkeit Sturmsog, weil damit bekommt ihr halt keinen Schaden, wenn Wasserattacken euch treffen. Stattdessen heilt euer Angriff, das ist ganz wichtig. Und Spezialangriff und Verteidigung. Und ihr seht, ich habe sogar eine Sache vergessen, Leute. Ich habe sogar eine Sache vergessen. Shame on me. Shame on me. Ihr seht, wir haben 283 Spezialangriff. Wenn ich jetzt nochmal die Minze drauf haue, nämlich eine mäßige Minze, das solltet ihr auf jeden Fall tun, dass ihr eine mäßige Minze auf es spielt. Und dann werdet ihr sehen, wir würden jetzt sogar noch mehr Damage machen, weil einfach die Minze richtig viel ausmacht. So, wo haben wir sie? Hier. Und ihr seht, jetzt machen wir sogar 311 Grund. Also ihr habt es gesehen, ich habe sogar ohne Minze es geschafft. Das heißt also, mit Minz solltet ihr auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Damage machen. Also heißt, ihr geht auf Spezialangriff, auf Spezialverteidigung und dann schafft ihr den, ja. Also ungefähr so sollten die Werte circa aussehen, mit ein bisschen mehr Spezialverteidigung, weil ihr seht auch, das ist bei mir nicht ganz Max, sehe ich gerade, da fehlt wahrscheinlich 1. Also ihr seht, hat trotzdem funktioniert, ganz wichtig, ja. Und was ihr auch machen solltet, auf jeden Fall auch die DVs maximieren, ja, über die Silberkronkorken, Goldkronkorken, das auf jeden Fall, weil das müsst ihr auch machen, sonst macht ihr nicht den maximalen Schaden. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mit Gastrodon auf jeden Fall helfen. Ihr seht, es war eine sehr entspannte Tour, ohne das mäßige Wesen sogar. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao.